mal richtig geil aus. Eine richtig schöne Seifenblase. Hurra! Blubberparty! Die in einer, ich glaube, unter einer Stunde oder so ganz gut hinbekommen. In Echtzeit läuft das natürlich wieder ab. Und die ist doch recht einsteigerfreundlich. Da können die Beginner wieder richtig viel mit anfangen. Und das ist eigentlich, das sieht richtig cool aus, sieht auch richtig realistisch aus. Mit recht wenig Aufwand können wir da eine recht coole Optik herzaubern. Und das finde ich wieder mal eine richtig geile Sache. Aber bevor wir und was ich noch sagen wollte, wundert euch nicht, dass hier hinten alles so karg und leer aussieht. Ich bin gerade dabei, hier ein bisschen die Bilder umdisponieren. Das wollte ich sagen. Genau, da bin ich jetzt gerade voll dabei. Bloß mir fehlen gerade noch ein paar Rahmen, die sollten eigentlich schon ewig und Äonen von Zeiten da sein, aber irgendwie wollen sie einfach nicht. Deswegen kann ich das noch nicht alles fertig hinhängen etc. Deswegen, ja, da nicht wundern, da kommen noch schöne Bilder und so hin, damit das alles wieder smooth und gut aussieht. Und jetzt weiter geht's im Thema. Aber bevor wir jetzt noch weitermachen, ich habe noch paar Mails gekriegt hier vom lieben Tongai zum Beispiel. Der hat mir nämlich seine Schlange geschickt. Das war ganz witzig. Er hat mir geschrieben, er hat nämlich gerade selber eine Schlange gerusht, bevor mein Tutorial kam. Und die wollte ich euch natürlich da draußen nicht vorenthalten. Schaut sie euch mal hier an. Die sieht auch richtig, richtig nice aus, finde ich. Hat coole Details. Sieht richtig rund aus und ich finde auch gerade das geöffnete Maul sieht richtig, richtig cool aus. Ein sehr dynamisches, geiles Bild. Also der Tongai macht wirklich auch gute Fortschritte, also immer weiter üben. Das sieht schon richtig geil aus. Warum wir eigentlich die Seifenblase machen, ist auch übrigens, die Biene hat gesagt, das ist gar nicht schlecht, weil von ihr habe ich ja sogar die Idee, von dem Community-Bildern, da hat sie nämlich eben Seifenblasen gemacht und das fand ich so cool. Und dann habe ich ja eben gesagt, hey, vielleicht baue ich das selber mal ein. Ich meine, ihr inspiriert mich da genauso, wie ich euch inspiriere und das hat sich da ganz cool ergänzt und deswegen habe ich es eigentlich auch gemacht. Sie hat ja nämlich auch gemeint, eigentlich keine schlechte Idee und das könnte ich doch gerne mal umsetzen und hier, Biene, ist meine Version von der Seifenblase. Und wer mir noch Bilder geschickt hat, was auch ziemlich geil ist, ist der liebe Nils aka Chaos Nips, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wird schon stimmen. Der hat mir nämlich auch noch Bilder geschickt, die er gemacht hat. Und zum Beispiel zieht euch mal seine Feder rein. Ich habe ja auch ein Feder-Tutorial gemacht und meine Fresse, die sieht auch schon richtig, richtig geil aus. Gefällt mir mega gut. Also das hast du wirklich top gemacht. Ist auch richtig geil gelungen. Und Feuer hat er auch noch gemacht. Zieht euch mal sein Feuer rein. Ich habe ja 2 Tutorials gestartet. Eins für Beginner, eins für Fortgeschrittenere. Und das sieht auch schon richtig geil und richtig rund aus. Das gefällt mir richtig gut, dass ihr immer so fleißig die Sachen gut umsetzen könnt und gut umsetzt. Und das freut mich also richtig. Das macht mir richtig viel Spaß, das anzuschauen. Und macht weiter so. Wieder ein Applaus von mir. Das habt ihr richtig klasse gemacht. Ihr seid eine coole Community. Macht gerne weiter so. Mich freut es auf jeden Fall riesig und es macht mir einfach mega viel Spaß. Und da sehe ich einfach, dass ihr da das wirklich, wenn man sich da wirklich ransetzt und so, dass ihr das wirklich gut hinbekommt. Und es freut mich halt einfach mega. Also wie gesagt, Tongai, super Schlange gemacht, ey. Und Chaos Nips auch super umgesetzt, die Tutorials. Also wirklich wunderbar. Und jetzt würde ich sagen, labern wir, glaube ich, gar nicht mehr viel rum. Wir haben ja eh nicht so viel Zeit, ja. Das Ganze wird, glaube ich, wieder eine Stunde gehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir ab zum Maltisch und machen diese wunderschöne Seifenblase. So, und da sind wir am Maltisch und ihr seid natürlich wieder alle herzlich eingeladen, bei diesem Tutorial mitzumachen und dabei zu sein. Vielen Dank dafür.
Und wie ihr ja seht, habe ich die Leinwand jetzt schon schwarz vorgrundiert und tatsächlich schon mit der Maskierfolie abgedeckt und mit dem Kreisschneider ausgeschnitten. Das habe ich jetzt schon mal vorweg gemacht, weil das eigentlich jetzt nicht so interessant ist. Und habe mir gedacht, komm, das mache ich einfach vorweg schon mal, dann hat sich das erledigt. Und wie ich das noch genauer mache und auch in Echtzeit, das seht ihr tatsächlich in dem Galaxie-Tutorial, da könnt ihr das Ganze mal nachschauen. Wenn ihr das noch genauer sehen wollt, ich habe es jetzt wie gesagt hier mal weggelassen, da das ja ziemlich viel Gefuchtel für mich ist, dann stehen und dann muss ich es wieder liegend hinstellen und dann wieder die Kamera und etc. Deswegen einfachheitshalber hier weggelassen, aber schaut es euch sonst gerne beim Galaxie-Bild an. Da habe ich das nämlich mal gezeigt, wie man das genauso macht mit diesem Kreisschneider. Und dann haben wir hier eben einfach einen perfekten Kreis und wir wollen für die Seifenblase natürlich einen perfekten Kreis haben, weil wenn die schön in der Luft ist, dann wird die halt kreisrund und sieht richtig schön aus. Und wir haben natürlich wieder unser Deckweiß in der Gun, das Opake, wieder mit 20 bis 30% Verdünnung. Das heißt, ich mache da so 6 bis 8 Tropfen Farbe und dann je nachdem, wie stark ich es verdünnt haben will, wie smooth und wie deckend ich das haben will, habe ich dann 2 bis 3 Tropfen Wasser aus der Pipette da drin. Und dann passt das nämlich immer ganz gut. Dann ist die für mich schön gängig. Und wir machen jetzt erstmal das Mittelstück hier, den Himmel. Und in der Seifenblase spiegelt sich nämlich ein Wald. Das ist eine echte Seifenblase, hat jemand im Wald aufgenommen, das Foto. Und da spiegelt sich eben der Himmel so gekrümmt in der Seifenblase mit eben Bäumen und auf der rechten Seite ist das eben dann komplett nochmal gespiegelt in der Seifenblase. Und da machen wir jetzt eben, wie gesagt, den Himmel und den Hintergrund für die Bäume nachher und das ist eben recht stark weiß und hell und das wird halt eben auch noch ganz eingefärbt, aber damit wir das eben gleich vorweg machen. Ihr könnt den Teil natürlich auch entweder hier mit so einer Abdeckschablone benutzen, wenn ihr das nicht so freihand könnt wie ich. Dann könnt ihr das entweder mit dieser Freihandschablone machen oder wenn ihr es euch noch leichter machen wollt, dann könnt ihr einfach den inneren Kreis, den ihr hoffentlich nicht weggeschmissen habt, weil das predige ich auch immer, hebt die Sachen auf, falls ihr das nochmal abcovern müsst oder so. Dann könnt ihr das nehmen und auch diesen Teil, sage ich mal, da rausschneiden. Dann habt ihr auch kein Overspray. Dann könnt ihr euch das deutlich leichter machen, das Ganze eben schön einzufärben. Weiß einzufärben. Und das machen wir jetzt eben als allererstes, weil das natürlich am meisten Overspray erzeugt. Und hier gehe ich auch schön nah an den Untergrund, aber das Overspray, was ich jetzt ringsrum habe, ist jetzt für mich nicht so schlimm, weil ich eben weiß, dass ich nachher mit Schwarz nochmal klare Kante setze und wir ringsrum auch ziemlich schönes Schwarz brauchen, innen wie außen, um da wieder den Hintergrund herzuziehen. Und dann mache ich das eben wieder quasi wett und das weiß ich schon im Vorfeld, da habe ich mir schon, also das ist immer so mein Plan im Kopf und deswegen kann ich da getrost etwas gröber sein, sagen wir es mal so. Und dann brauche ich da eben nicht die Abmaskierfolie, aber wie gesagt, wenn ihr nicht so geübt seid oder es euch einfach machen wollt, dann schneidet den oberen Part ruhig aus und den unteren und legt den einmal vor. Genau, weil gerade der Teil ist jetzt quasi die komplette Spiegelung der Wolken, ein bisschen Berge im Hintergrund und natürlich viele Bäume und dann ist das eben in der Seifenblase und sich dann nach unten weg sich das Ganze auch nochmal spiegelt und so haben wir nämlich einen ganz coolen Effekt und der macht richtig Spaß und hier mache ich quasi jetzt das zweite so ein bisschen Yin-Yang-mäßig. Wir müssen auch nachher gespiegelt alles dann quasi auch wieder Bäume technisch und so quasi dann wieder unten auch machen und das war ein bisschen schwerer als ich dachte. Ich dachte, das geht leichter, aber das dann exakt so nachzumachen, ist gar nicht so einfach, habe ich festgestellt, aber es ging dann schon. Übrigens habe ich natürlich alles mit einem weißen Stift ein bisschen freihand vorgezeichnet, so dass ich da so einen groben Anhaltspunkt habe.
und dann ungefähr weiß, wie ich das wo ansetze. Und ich habe endlich mal geschafft, mir von Schminke endlich mal das Deckschwarz, das Taubengrau ist das zu besorgen, um die Leinwand mal gescheit einfärben zu können, damit ich das nicht wieder umständlich mit Schwarz nachher ringsrum alles einfärben muss. Der fällt mal endlich weg. Jetzt habe ich endlich meine Billig-Scheißfarbe endlich mal weggeschmissen und habe die von der Schminke und die ist auch wieder, also was die an Farben machen, machen sie wirklich gut. Da kann ich wirklich nur, bin ich auch wieder echt sehr zufrieden mit. Oh, um das mal hier kurz so sagen zu können. Also wirklich bin ich wieder einfach nur zufrieden und es passt wirklich gut. Vor allem der Firnis von denen. Also das kann ich jetzt hier gerade nochmal kurz, Werbung ist übertrieben, aber einfach nochmal wirklich der Firnis. Ich habe jetzt mehrere Firnisse ausprobiert zum Sprühen, weil ich einfach beim drüber streichen immer Schiss habe, dass ich, wenn das trocknet zwar, die Farbe trocknet zwar wasserfest auf, aber es ist ja kein Wasser, das ist ja so ein Ölleinmäßiges Zeug in der Regel und das hatte ich schon mal, dass ich es mit dem Pinsel aufgetragen habe und dann ist es halt kaputt gegangen, die Oberfläche, weil der Pinsel und dann das Öl halt die Farbe so angegriffen haben, dass sie sich eben abgelöst und Striemen reingemacht haben und das ist natürlich scheiße, das wollen wir nicht haben. Deswegen habe ich immer welche zum Sprühen rausgesucht und ich hatte welche vom Obi, welche No-Name-Dinger und die waren A, brutal schnell leer und B, teilweise irgendwie richtig glänzig, obwohl sie seidenmatt sein sollen. Das andere war zu krass matt. Und ich habe hier den, ich glaube, seidenmatten Firnis von der Schminke. Der ist auch in der Infobox unten, falls euch interessiert. Der hebt ewig. Also ich bin mega überrascht. Das Ding hebt schon seit Ewigkeiten. Da ist so viel drin. Also die anderen Sprühdosen, die waren nach 1, 2 Bildern einfach leer. Und da habe ich jetzt, glaube ich, schon das 6. oder 7. Bild mit eingesprüht. Also ich bin da wirklich ziemlich baff, wie viel da drin ist. Und es es deckt sehr gut. Es macht keine Flecken oder so. Also da bin ich auch mega zufrieden. Also wirklich, die 2 Sachen, die haben es mir jetzt deutlich erleichtert, der Firnis und die Farbe zum Grundieren. Kann ich nur empfehlen. Check die auch mal gerne aus. Aber weiter im Text. Wie gesagt, die 2 Sachen, der Himmel und der Background quasi, die 2 Sachen, die könntet ihr euch so auch rausschneiden, dann habt ihr es leichter, aber wie gesagt, das jetzt erstmal so. Und jetzt färben wir mal ein bisschen so die ganze Blase ein bisschen an für sich ein, weil wir natürlich auch nachher alles schön farbig einfärben wollen. Es soll natürlich coole Farben haben und bombastisch aussehen und auf Schwarz lässt sich natürlich nichts einfärben, ist ja klar. Deswegen machen wir jetzt auch schon mal hier überall ein bisschen so mit dem verdünnten Weiß natürlich dann auch mal ein bisschen Verläufe rein und ein bisschen Material einfach. Das ist ja auf dem Schwarz wird es dann eher so eine Grauabstufung hier und da machen wir auch ein bisschen schon mal was rein, damit wir generell einfach mehr Futter zum Einfärben nachher haben. Und jetzt gehen wir eben einmal schön den Rand entlang und auch hier der Rand immer mittig der Folie absprühen, dann habt ihr immer einen schönen Verlauf nach innen hinweg oder nach außen, je nachdem was ihr abklebt, aber nie am Rand entlang, also nie unter die Folie sprühen oder gegen die Folie, weil dann habt ihr die Gefahr, dass A unterläuft und B, wie gesagt, wenn ihr mittig auf die Folie sprüht, dann geht immer nach links und rechts natürlich schön der Overspray weg und dann habt ihr da schöne natürliche Verläufe. Das macht einiges mehr aus, wie exakt am Rand entlang zu sprühen. Das sieht in der Regel nicht immer so gut aus. Wobei wir es hier jetzt, glaube ich, nachher zum Ende hin dann nochmal ein bisschen stärker machen, um da nochmal einen schöneren Highlight rauszuziehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Deswegen, und jetzt bringe ich hier schon mal, wie ihr seht, schon mal ein bisschen Struktur rein. Ein bisschen hier hellere Stellen. An ein paar Stellen bin ich ein bisschen satter. An manchen Stellen bin ich noch ein bisschen weiter weg, damit das Ganze einfach mehr Grautöne hat. Und so bringen wir schon mal ein bisschen Struktur rein, weil quasi außerhalb des weißen Randes, beziehungsweise der weißen Flächen, spiegeln sich auch so ein bisschen, sag ich mal, die Bäume und alles, aber es wirkt sehr abstrakt, weil das halt da sehr verzogen ist, oben wie unten, deswegen machen wir das auch abstrakt bei unserer eigenen Seifenblase, damit das einfach authentisch und cool aussieht und dann können wir da auch ein bisschen, ist natürlich günstiger, weil dann müssen wir da nicht so viele Details reinbringen.
Nicht, dass wir da welche weglassen, sondern ich meine, das ist für uns leichter. Da müssen wir nicht so viel krasse Details quasi machen, weil es halt einfach von der Krümmung so abstrakt aussieht. So wollte ich sagen. Und das ist dann in dem Sinne dann eigentlich auch ganz schön. Und deswegen da einfach schauen. Und es wirkt am Anfang das Bild ziemlich krass. Ich finde, das hat einen ziemlich realistischen Look, wo man sich wahrscheinlich eher denkt, so, das kriege ich ja niemals hin. Aber wenn ihr so seht, wie das aufgebaut wird, dann lüftet sich doch da so ein bisschen der Schleier, würde ich sagen. Und es ist wieder am Ende sind es nur wieder Striche, Punkte und Farbverläufe. Und das ist es dann eigentlich schon am Ende. Und deswegen eigentlich kein Hexenwerk. Aber wie gesagt, falls ihr da mit manchen Sachen Probleme habt, covert es einfach ab mit der Maskierfolie. Ihr habt ja noch das Gegenstück und dann könnt ihr da fleißig drin rumschneiden und das euch einfach nochmal zusätzlich vereinfachen. Wie gesagt, ich brauche es nicht so, weil ich halt natürlich schon geübt bin und auch schon ein gutes Handling habe und eine gute Gun Control. Deswegen ist das eigentlich ganz nicht so für mich zwingend notwendig, aber für euch ist es natürlich für den einen oder anderen dann einfach primär einfacher und das könnt ihr euch dann einfach einfacher machen. Und hier machen wir jetzt nämlich auch erstmal alles mit weiß und dann machen wir alles schön schwarz und dann fangen wir da noch ein bisschen an, ein bisschen gegenzuarbeiten, bis wir das Ganze einfärben, aber hier machen wir jetzt eben erstmal das ganze Weiß schön fertig, beziehungsweise hier habe ich schon gelogen. Ich habe tatsächlich schon hier angefangen, ein bisschen mit Schwarz unten zu arbeiten, glaube ich. Und dann ganz zum Schluss mal hier so oben weiter. Ja, halb so wild, aber ihr könnt jetzt rein theoretisch auch alles erst mit Weiß vorlegen. Aber ich habe hier jetzt, warum auch immer, dann mal mit Schwarz angefangen. In der Mitte tatsächlich der Kreisschneider, obwohl ich das Pad hatte, da ging irgendwie durch. Da habe ich, glaube ich, so fest gedrückt. Da gehe ich jetzt gerade noch mal ein bisschen in der Mitte und sprühe den Punkt ein bisschen aus, weil das natürlich die Leinwand dann wieder weiß durchgeschimmert hat. Da gehe ich noch mal ein bisschen ran. Und hier unten der bisschen Overspray in die Weißfläche rein ist auch nicht schlimm, weil da kommt noch nachher die Bäume und ein bisschen Berglandschaft im Hintergrund rein. Deswegen auch hier nicht schlimm. Der Punkt in der Mitte von der Seifenblase ist übrigens die Reflexion von der Person, die das geschossen hat, beziehungsweise die Kamera. Und das habe ich ein bisschen vereinfacht. Das war nachher schon ein bisschen, sage ich mal, ja, noch mit mehr, da hat man noch so ein bisschen mehr so den Kopf und die Kamera gesehen. Bloß das fand ich irgendwie nicht so geil. Das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Das habe ich hier einfach vereinfacht, indem ich da einfach ein bisschen eine Raute draus gemacht habe und ich finde das sogar noch besser, wenn ich ehrlich bin. Es sieht irgendwie noch cooler aus und stört das Ding jetzt einfach nicht so. Ich habe es echt als ein bisschen störend empfunden. Auch hier wieder die Freihand-Schablone im Einsatz. Freihand-Schablone, die finde ich wie gesagt richtig gut. Da habe ich das jetzt einfach abgecovert und kurz ausgespült und schon habe ich eine geile satte Kante, gibt dem Ganzen nochmal eine schöne Form. Und genau, dann machen wir jetzt eben hier noch ein bisschen Detailarbeit.
So, Dale. Und wie wir jetzt sehen, haben wir jetzt hier natürlich schon mal schön viele Details eingearbeitet. In das Ganze, sag ich mal, das Ganze drumherum. Oben rechts nochmal so eine leichte Spiegelung und wir geizen natürlich auch nicht mit dem Deckschwarz, weil das natürlich der Hintergrund der Leinwand ist und das natürlich auch noch gut sichtbar sein soll, damit es eben auch aussieht, als wäre die Seifenblase dort in der Luft und nachher nicht, also wenn sich das nachher mit dem Hintergrund nicht mehr deckt, dann sieht die eher aus wie ein Ball oder so. Also das ist natürlich auch wichtig, dass das Schwarz streckenweise überall auch gut zu sehen ist und nicht überall mit dem Weiß alles gecovert wird. Dann haben wir nämlich sonst nachher da eine Unstimmigkeit in dem Ganzen. Und entschuldigt, wenn ihr jetzt vielleicht irgendwie die ganze Zeit Vogel zwitschern und Autos und so hört, aber es ist heute so heiß und ich habe jetzt es heute nicht mehr ausgehalten, hier drinnen das Voice-Over mit geschlossenen Fenstern zu machen, auch wenn es vielleicht nachher hier und da ein bisschen nervt, aber es ist einfach so unsagbar heiß. Ich sitze hier schon in der Unterhose auf dem Stuhl. Für die Leute, die jetzt das Bild nicht mehr aus dem Kopf kriegen. So, jetzt fangen wir mal mit den Bäumchen an. Die Bäumchen habe ich natürlich auch ein bisschen runter reduziert, damit die einfach leichter zu brushen sind. Und zwar machen wir erstmal die Mitte. Die gehen auch bis da oben rüber hinaus, der Spiegelung einfach. Und wir machen da einfach so ein bisschen den Mittelstrich. Den könnt ihr auch mit einem Pinsel oder mit diesem R-Color-Stift machen, wenn ihr das möchtet. Auch alles kein Problem. Und auch wie gesagt, das könnt ihr generell auch mit dem Stift machen, wenn ihr da noch nicht so fit seid mit der Gun, um das euch einfacher zu machen. Einfach gesagt. Und deswegen hier einfach schön so ein bisschen die Blätter brushen. Die Bäume waren so ein bisschen schon in der Herbststimmung, da hat schon ein bisschen was gefehlt an den Blättern. Da sind eben so ein bisschen die Äste besser zu sehen bei den einen, ein paar Bäumen bei den anderen. Ist da ein bisschen mehr wieder Blätter dran. Die brushen wir eben dann so mit ein bisschen hier Entfernung, damit das Ganze irgendwie auch wieder rund aussieht. Und ja, das hat mir Spaß gemacht, da die Bäume zu machen. Das war irgendwie ganz cool. Die habe ich dann auch nicht exakt wie nach Vorlage gemacht, sondern auch ein bisschen selbstständig gemacht und ein bisschen den eigenen Groove reingebracht. Das Bild gibt es auch wieder in der Infobox zum Downloaden für euch, damit ihr das besser nachmalen könnt und euch noch im Detail genau anschauen könnt, wenn ihr das möchtet. Wie gesagt, auch wieder in der Infobox drin, könnt ihr euch dann einfach runterladen und das dann besser benutzen oder ausdrucken. Das mache ich immer, also bevor ich immer den Monitor hatte. Ich habe extra jetzt einen Monitor in meinem Zimmer nur für die Bilder zum Brushen. Davor habe ich die immer ausgedruckt und mir hingehängt, aber das Ausdrucken und Hinhängen bei der Menge an Bildern war mir dann irgendwann zu blöd. Und dann habe ich das eben so gewechselt. Deswegen ist das aber trotzdem eine ganz gute Sache für euch, wenn ihr das so machen wollt. Hier hinten machen wir schon mal ein bisschen Berge rein. Ein bisschen die Landschaft, das war auch nicht viel zu sehen, nur so ein bisschen, aber ich habe es mit reingenommen. Und da färben wir das eben dezent jetzt ein von einer schönen Weite, damit wir hier eben einen schönen Grauton kriegen und kein dunkles Schwarz. Wenn wir die Schwarze ist ja natürlich auch verdünnt, die deckende Schwarz, und wenn wir die natürlich verdünnt haben, können wir die auch lasierend einsetzen, und wenn wir sie lasierend einsetzen, mischt sich das mit dem Weiß, gibt es natürlich einen schönen Grauton. Hier habe ich euch noch mal ein bisschen kuscheliger nah rangenommen. Und hier können wir natürlich schön die Bäume wieder, damit ihr schön seht, wie ich die Bäume mal detaillierter mache. Dann seht ihr das einfach noch besser. Und ja, das ist eigentlich ein cooles Tutorial, ein cooles Bild. Es hat mir richtig viel Freude gemacht. Auch nochmal danke, Biene, für die Inspiration. Das war richtig spaßig. Und genau, das ist eigentlich echt cool. Und die Spiegelung und das Ganze sieht immer so wild aus, aber wenn man Step by Step dran bleibt und Step by Step macht, dann
dann ist das gar nicht mehr so wild. Und wenn ihr mal einen Hänger habt irgendwo oder so, dann lasst alles liegen, macht die ganz sauber oder zwischenreinigen und macht den nächsten Tag weiter. Das hilft mir immer am meisten, wenn ich mal merke, dass die Konzentration fehlt, weil ich habe jetzt ja noch den Skull bald in Arbeit, beziehungsweise der ist eigentlich schon fertig, aber die Video ist noch nicht. Da habe ich, glaube ich, auch 5 oder 6 Tage dran gebrusht, weil der war so hardcore detailliert und da geht dann bei mir auch die Konzentration flöten. Und apropos Zimmer, ich habe ja noch hier die Anfrage gekriegt für eine Roomtour. Die werde ich auch machen, aber doch nicht, ich kann sie doch nicht so schnell reinschieben, wie ich das gerne machen würde, weil morgen kommt mein Sohn zur Welt. Und das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Der hat Vorrang. Und dann wird es jetzt erstmal ein bisschen ruhiger hier am Kanal, weil ich erstmal dann ein bisschen schauen muss, dass natürlich wieder alles schön läuft und auch meine Zeit da schön mit der Familie verbringen will, ist ja klar. Aber die Roomtour, die kommt auf jeden Fall. Ich hätte sie jetzt fast noch geschafft, aber eben durch das ganze Umdisponieren der Wand und der Bilder und das ewige Fehlen der blöden Leinwände, sage ich schon. Das Fehlen der Rahmen, das hat natürlich dazu geführt, dass ich es einfach als Opener nicht gemacht habe, weil es dann noch viel wilder aussah wie jetzt. Und deswegen habe ich da gesagt, da warte ich einfach, bis ich das dann alles mal rund habe und fertig. Aber das Tutorial habe ich noch geschafft hier und ich bin zufrieden, dass ich es noch hingekriegt habe und ganz froh. Und wie gesagt, morgen geht's schon los und dann sind wir da freudig. Und wenn ihr euch fragt, wieso ich das so genau weiß, wird natürlich ein Kaiserschnitt. Weil sich der Bub einfach nicht drehen will, der hat sich da gemütlich gemacht. Deswegen haben wir da morgen unseren fixen Termin und dann geht das ab. Und jetzt gehen wir mal wieder zum Bild hin und ihr seht, jetzt haben wir hier schon den oberen Teil der Baumspitzen und alles schon fertig. Und das sieht schon cool aus. Der Hintergrund bleibt so, weil der wird alles farblich eingefärbt. Die ganze Seifenblase, die ist natürlich in der Spiegelung des Lichts entfalten sich da wie beim Regenbogen die schönsten und tollsten Farben. Ich habe übrigens Seifenblasen, meine Tochter steht voll auf Seifenblasen. Die puste ich immer regelmäßig in die Luft, ja, gerade im Garten unten und so bei der Oma. Und da habe ich mir die einfach auch mal genauer angeguckt, bevor ich das Tutorial gemacht habe. Und wenn man sich die mal genauer anschaut, gerade wenn die Sonne drauf trifft, was für die teilweise für wunderschöne Farben haben, kaum zu glauben, aber es ist wirklich bombastisch. Und deswegen habe ich auch versucht, das hier so gut wie möglich rüberzubringen. Habe hier mit der Farben und mit der Sättigung auch gar nicht gegeizt, sondern hier darf man ruhig ein bisschen mehr geben. Es soll schon bombastisch aussehen und das tut's auch. Und jetzt kam eben die Spiegelung. Hier hat sich das Ganze gespiegelt. Auf dem Kopf natürlich. Und ich dachte mir so, ja, es geht schon ganz gut. Und dann haben wir gedacht so, heu, ganz so easy ist es ja dann doch nicht, das auf dem Kopf zu machen. Irgendwie war mein Kopf dann damit kurz überfordert. Und dann ging das nachher schon, aber erstmal waren die Drähte mal kurz falsch verbunden. Aber es hat dann am Ende hin auch ganz gut funktioniert. Und dann würde ich sagen, melde ich mich gleich wieder, wenn wir ans Einfärben gehen. Und ihr könnt noch schön die Bäume auf dem Kopf sehen.
So, ihr Lieben, jetzt kommen wir gleich ans Einfärben. Ihr habt ja schon gesehen, ich habe jetzt hier nochmal schön ein paar Details hier reingebracht, hier und da einfach noch ein bisschen die weiße Deckkraft erhöht, damit wir einfach, wie gesagt, genug zum Einfärben haben. Aber ihr seht es ja ungefähr, wie und wo und was. Und dann kommen wir nämlich nachher gleich schon zum Einfärben. Vielen Dank, dass ihr immer noch dran seid und euch dieses Tutorial gebt. Das freut mich. Und jetzt fangen wir eben an mit Magenta. Natürlich benutzen wir jetzt nur noch transparente Töne. Das sei nochmal vorgesagt da. Und zwar benutzen wir hier schön die 28304 von der Schminke Basis Magenta. Und färben natürlich jetzt auch nicht wild alles ein, sondern auf der Blase, da mixen sich natürlich die ganzen Farben und das wollen wir natürlich auch so kreieren und deswegen setzen wir die überall so ein, wie wir das gezielt ein, damit das eben alles nachher kein Einheitsbrei wird. Aber hier ist es jetzt auch mit den Farben gar nicht so schlimm, wenn es ein oder andere hier überdeckt. Das ist auch gar nicht, das ist teilweise auch nachher gewollt, damit sich die Töne auch nochmal in sich ein bisschen mischen, damit wir eben eine schöne Farbvielfalt haben und ja genau, einfach da schauen, gerade wenn wir dann mit dem Magenta mit Gelb reingehen, das wird natürlich nachher zu dunkelrot und so. Also da kann man relativ viel ganz interessant sehen, wie sich die Farben mixen. Also wenn man sich so einen Farbkreis zur Hand nimmt, wie bei meinem Farbentutorial, da ist ja auch mal so ein Farbkreis eingeblendet. Da seht ihr dann, wenn ihr welche Farben ihr mischt, was dann für Farben wiederum rauskommen und so. Und das ist eigentlich ganz spannend. Das finde ich eben, wie gesagt, beim Airbrushen so cool, dass man das hier so on the fly machen kann und sich dann so geile Farben miteinander dann ergeben. Und hier einfach auch nur wieder mit einem Plan, mit Bedacht einfach einsetzen, damit wir einfach das bestmögliche Ergebnis rausholen. Und wie gesagt, jetzt machen wir erstmal die ganzen Fleckchen mit Basis Magenta und dann gehen wir durch mit den verschiedenen Farben, die wir eben dann reinbringen. Wir machen jetzt nämlich quasi eine Farbe nach der anderen und am Ende nochmal ein bisschen Highlights und ein bisschen nachfärben. Aber jetzt machen wir erstmal nur Magenta und auch hier den Rand oben an der Blase ruhig auch mitmachen. Den tun wir am Ende nochmal ein bisschen mit Weiß rausziehen, damit er wieder besser sichtbar und kontrastreicher wird. Und da eben, das ist natürlich cool mit den Farben, finde ich hier einfach, da man hier einfach so viel experimentieren kann. Ihr könnt euch auch andere Farben nehmen und halt die Areale trotzdem nachmachen. Ihr könnt statt quasi hier Magenta auch einfach was anderes nehmen, wenn ihr sagt, ihr habt total Bock auf Gelb, dann nehmt einfach Gelb und macht dann die anderen Farben mit anderen Tönen. Das könnt ihr natürlich auch variieren, wie ihr das möchtet. Das ist ja nur wieder hier so ein Serviervorschlag, wie man so schön sagen würde. Und deswegen experimentiert da ruhig. Natürlich habe ich hier nur eine Gun. Jetzt kommt hier erstmal wieder das Candy Blau. Das ist natürlich mein präferierteres Blau. Ihr könnt natürlich auch ein normales Blau nehmen, aber das finde ich von der Brillanz her noch ein bisschen besser. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich vorher gelabert habe, weil ich mich selber unterbrochen habe. Nice, alles egal. Wird es nicht so wichtig gewesen sein. Ach nee, genau, jetzt habe ich es wieder. Ha! Ich habe natürlich zwei Guns mit Schwarz und Weiß und natürlich die eine hier jetzt für die Farben und die tue ich dann immer kurz zwischenreinigen. Kurz mit Wasser und einem Pinsel kurz durchputzen, ausblasen und dann haue ich da den nächsten Farbton rein. Und hier gehe ich natürlich jetzt mit dem Blau auch immer wieder ein bisschen so ins Magenta rein. Und wenn sich Blau und Magenta mischt, hier sieht man es wunderbar, dann gibt es natürlich ein schönes Violett. Habt ihr ja wieder was gelernt, ha? Und ich gucke halt, dass ich das Blau rausziehe, dass das Blau auch da überall schön sichtbar ist, aber dass halt auch sich so streckenweise hier und da so ein bisschen das Magenta, das Violett rauszieht, wobei wir auch, glaube ich, noch mit Violett separat auch noch einfärben. Man könnte natürlich
Vorfeld schon so arbeiten, dass man das schon mit bewusst so einarbeitet, aber ich wollte lieber die Farben alle für sich einzeln machen und nur so leichte Verläufe. Das ist für einen Anfänger leichter zu verstehen, als jetzt da die Farben auch noch drauf zu mischen. Und wenn man natürlich mit dem Blau leichter und weiter weg wie ganz links an dem großen Baum arbeiten, wie ich das gemacht habe, dann gibt es halt so ein bisschen etwas helleres Blau. Da kann man natürlich auch schon mit den Nuancen spielen, dann bringt man dann noch eine höhere Farbvielfalt rein. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Deswegen kann man da eigentlich drauf achten. Dann ist es nämlich auch noch authentischer, das Ganze. Das wirkt dann halt einfach noch besser. Und ja, da gehe ich auch ein bisschen streckenweise über das andere drüber, wie gesagt, damit sich das auch alles ein bisschen mischt und stimmiger und besser aussieht. Dann hat das alles einfach nochmal so einen echteren Touch. Aber das Einfärben, das hat mir hier mega Bock gemacht, sage ich. Das ist, glaube ich, das Highlight und das, was mir hier wirklich am meisten Spaß gemacht hat, ist das Einfärben. Ich färbe die Sachen immer gerne ein, weil es gibt dann nochmal so einen Boom-Effekt. Wenn man natürlich schön vorgearbeitet hat, dann ist es immer richtig nice. Und das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Jetzt kommt das Candy-Gelb 28024. Das ist, wie gesagt, auch mein präferierteres jetzt mittlerweile, die Candy-Farben. Ich finde die einfach einen Ticken geiler. Ich habe es schon oft gesagt, aber ich finde die, da gibt es nicht so die große Auswahl, aber ich finde sie eigentlich ganz cool. Kann ich natürlich auch, wenn ich dann das Gelb und das Blau Candy mische, kann ich mir auch ein Grün machen, aber das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Da greife ich zu den anderen Tönen, aber die haben nochmal so eine stärkere Bilanz. Auch hier natürlich Blau und Gelb ergibt auch streckenweise Grün, deswegen kann man das eigentlich auch schon ein bisschen mischen, wenn man nicht alle Farben zur Hand hat, vor allem wenn ihr zu Hause nicht so viele Farben habt wie ich, dann mischt sie euch natürlich einfach in der Gun. Wenn ihr dann ein bisschen Blau und ein bisschen Gelb nehmt, dann habt ihr einfach schon von Haus aus ein Grün. Wenn ihr natürlich weniger Blau nehmt, dann habt ihr ein helleres Grün etc. Da könnt ihr euch natürlich mit dem Farbkreis gut selber helfen und euch eigene Farben noch mischen. Dann habt ihr da einfach selber dann trotzdem eine höhere Vielfalt. Deswegen kein schlechter Tipp. Und jetzt einfach, wie gesagt, hier mit einem Plan, ein bisschen mit System vorgehen, farblich, dann wird das nicht schnell ein Einheitsbrei, sondern dann habt ihr da einfach, wie gesagt, eine schöne Färbung. Aber der Hauptteil der Farben sind Blau, Grün und Magenta. Das ist so mit am meisten vertreten. Ich glaube, das Grün am Ende noch mit am allermeisten. Aber das bringen wir ganz zum Schluss rein. Jetzt machen wir, wie gesagt, noch ein bisschen Gelb. Und ihr seht ja oben, wo das Gelb zum Beispiel auf das Magenta trifft, da gibt es schon einen schönen Orangeton. Da könnt ihr zum Beispiel Orangetöne mitmachen. Und wenn ihr natürlich noch mehr Magenta nehmt, dann wird das natürlich gleich mal fast schon ins Rötliche rein. Und hier immer schön. Hier mein neues Patrolgrün. Das ging ja letztens leer, habe ich mir neu gekauft. Endlich auch wieder im Sortiment drin und habe gleich mal wieder Verwendung dafür gehabt. Das war doch fein. Und das kommt auch hier gleich zum Einsatz. Das ist relativ, ich glaube, relativ hellgrün. Aber wenn man ja genau, das Patrolgrüne ist relativ, übertrieben gesagt bläulich, aber wenn man da so ein richtig schönes Grasgrün haben will, so ein richtig sattes, dann geht man da einfach nachher nochmal, das werde ich dann auch nochmal machen, mit Gelb drauf, dann gibt das so ein richtig knalliges Grün, das gefällt mir mega dann. Und das ist eigentlich ganz cool bei dem Patrolgrün, wenn man das eben ein bisschen mit Gelb mischt, dann wirkt das gleich so bombig. Und ihr seht, so entwickelt sich langsam unsere Seifenblase und wird immer bunter und bunter. Und wir machen auch hier nachher mit den Highlights gar nicht mehr zu viel, weil zu viele Spiegelungen mit Weiß und zu viele, ich sag jetzt mal, Glitzereffekte, die machen dann hier die Farbe leider wieder. Also die können recht schnell dafür sorgen, dass es dann von der Farbe her nicht mehr so, dass es halt ablenkt, sagen wir es mal so.
Und da habe ich mich dann mit ein paar Lichtreflexen dann eigentlich schon zurückgehalten, würde ich sagen. Und das hat mir dann auch gereicht. Einfach am Ende nochmal so 4 Lichtquellen links und natürlich gespiegelt dann nach unten weg. Rechts hin und so ein paar kleinere, hellere Sachen. Und dann hat es ganz gut gepasst. Da war auch weniger mehr und dann sah das auch viel runder und besser aus. Ich finde auch hier an dem Bild immer ganz spannend, so ist abmaskiert, man weiß nicht, wie sieht nachher das Endprodukt aus, wenn das mal weg ist. In der Regel ja immer, ist es immer ein cooler, spannender Moment und hier hat es mich besonders gefreut, weil es einfach mit der ganzen Farbe und so auch so ein bisschen, ja, wie wird es jetzt nachher am Ende aussehen? Und ich war mega begeistert und habe gesagt, geil, das finde ich cool. Genau, hier eben dieser Strich und die Spiegelung, die auch unten links ist. Die habe ich jetzt da nochmal beide rausgeholt. Die habe ich vorhin beim Weißmalen ein bisschen vergessen. Aber ist ja hier beim Airbrushen gar kein Problem. Die bringen wir einfach wieder rein und färben es nach und zick, zack, boom und dann ist das schon fertig. Hier in der Mitte waren auch nochmal so ein bisschen ganz nah dran Blätter oder irgendwelche Reflexionen. Ich konnte es nicht zweifelsohne ganz erkennen. Ich habe einfach da ein paar Punkte gemacht. Um das nachzuahmen, den Effekt, den ich da gesehen habe auf dem Referenzbild. Und das war dann so ein bisschen in Rot eingefärbt, deswegen machen wir am Ende auch nochmal ein bisschen Rot. Da nehme ich mir, glaube ich, auch eine Candy Rot zur Hand. Und ja, ich werde auch nachher mit der schwarzen Gun weiter die heißen Highlights machen, weil die andere Gun, mit der ich gearbeitet habe, die war schon in Benutzung für den Skull viele Tage und die habe ich nur zwischengereinigt und die hat dann ein bisschen gemotzt und wollte nicht mehr. Da war nachher die Düse natürlich mega voll. Mit der Zeit einfach und deswegen wechsle ich dann auf die schwarze. Hier das schöne Weinrot 28036 von der Schminke wie Candy Rot. Nochmal hier noch so vereinzelt ein paar Rottöne mit reinbringen. Und dann haben wir hier nämlich schon so viele coole bunte Farben drin und das finde ich einfach geil. Das hat einfach Spaß gemacht. Das ganze Projekt. Und das lädt einfach zum Experimentieren und gerade da kann man mal sein ganzes Farbregal mal auspacken und die ganzen Farben reinbringen und das ist schon cool. Da kann man mal ein bisschen was reinbringen und ich finde, das hat am Ende des Tages auch einen mega coolen Effekt. Da kann man dann sagen, hey Leute, guckt mal an. Auch hier empfiehlt sich das Ganze auf einer Leinwand zu machen oder auf einer Metallplatte oder so. Weniger geeignet finde ich Airbrush-Sachen auf Papier oder auf Chromolux-Papier oder so. Ich finde es immer, es nimmt einfach zu sehr die Farben weg. So gerade Karton oder so, ganz schlimm. Ich habe damals auch mal einen dickeren schwarzen Karton immer benutzt und der zieht so die Farben weg. Da ist nachher der Effekt einfach nicht so schön. Und hier wäre es besonders schlimm, weil hier dann einfach die Farben geschluckt werden und weg sind. Und dann habt ihr halt einfach nicht so einen geilen Effekt. Also nehmt euch gerne solche Leinwandkartons zur Hand. Da gibt es bei Amazon so viel Auswahl. Da gibt es, glaube ich, 15 Stück für 8, 9 Euro. Wirklich gesponnen billig. Nehmt euch lieber sowas zur Hand und besorgt euch so eine schwarze Acrylfarbe. Muss ja auch nicht die Schminke sein. Die hat, glaube ich, aber auch nur 20 Euro gekostet oder so. Und färbt die euch einen Tag vorher ein. Und dann habt ihr einfach eine gute Basis, die auch da nicht mehr so saugfähig ist wie jetzt so ein Karton oder so. Wenn die eben schon vorgrundiert ist, ist die nicht mehr so saugend, der Leinwandkarton. Und auf dem kann man so herrlich airbrushen. Ihr seht's, da kommen die Farben geil raus. Und wenn man dann am Ende noch mit Firnis drauf geht, ja, dann sowieso noch 3-mal mehr. Ich habe übrigens hier am Ende kein Bild mit Firnis, sondern einfach das auf der Leinwand. Und auch das sieht schon mega krass aus. Ich kann euch nur sagen, in Natura, in Real Life sieht das noch viel krasser aus, vor allem nachdem ich es eingesprüht habe mit Firnis, weil dann einfach die Farben nochmal leuchten, der Kontrast zum Schwarz nochmal deutlich erhöht wird. Und dann sah das nochmal richtig geil aus, aber ich habe es, weil das Seidenmatte oder das Matte trotzdem noch relativ stark spiegelt, oft habe ich das erstmal so gelassen, wie es jetzt hier ist, um es besser fotografieren zu können.
Aber ich sag's euch, das hat nochmal deutlich mehr ausgemacht und sah nochmal deutlich geiler aus. Aber wie gesagt, nehmt ruhig solche Leinwände und nicht Papier oder so. Das ist Airbrush-Papier, okay, das ist noch in Ordnung, aber ich würde auf alles andere würde ich wirklich dann auf solche Leinwandkartons umsteigen. Benutze ich, wie ihr seht, jetzt natürlich auch schon viel mehr und vermehrt, weil ich die einfach cool finde, weil ich sie schön einrahmen kann. Dann habe ich sie nochmal hinter Glas. Dann sind sie noch mehr geschützt und es sieht einfach noch wertiger aus, wenn die dann noch so einen coolen schwarzen, matten Rahmen haben. Die habe ich eben viele bestellt, gerade eben für den Skull und für die anderen Sachen und für die Schlange etc. Aber kommen leider gerade einfach nicht. Da gibt es gerade Lieferschwierigkeiten, das ist ärgerlich. Aber wie ihr seht, hier machen wir jetzt noch die letzten paar Highlights. Hier habe ich nochmal so einen leichten Punkt reingesetzt. Und ich glaube, ich mache sogar jetzt noch die Punkte, bevor ich es abziehe. Das kommt jetzt erst noch zum Schluss. Hier machen wir eben eine Lichtquelle rein und dann nochmal 2 kleinere. Ebenso Lichtquellen kann man ganz leicht machen, indem man einen Punkt setzt und dann beim Sprühen nach hinten weg schön gleichmäßig nach oben hin die Gun wegzieht, dann kriegt man natürliche Farbverläufe und dann sieht das sehr realistisch aus. Und da kommt jetzt noch ein weiterer, der größte, da haben wir dann eben unsere 5 Stück und das natürlich dann noch nach unten hinweg gespiegelt. Einfach, da bin ich auch erstmal ein bisschen vorsichtiger mit der Größe. Wie gesagt, lieber weniger machen bei Deckweiß, lieber 1-2 Mal nachjustieren, dann seid ihr da sicher und dann passiert euch da einfach nichts. Wenn ihr natürlich hier mit einem Schlag zu viel drauf gebt oder so, dann müsst ihr erstmal natürlich einiges wieder nachfärben etc., wenn es euch da nicht gefällt. Und ich gehe hier auch noch ein bisschen nach links und rechts so ein bisschen, mache den Punkt noch so ein bisschen breiter, so ellipsenförmig, dann haben wir hier noch ein bisschen mehr die Krümmung von der Blase mit drin, dann wirkt es gleich noch authentischer. Muss ich noch mal kurz einen Schluck trinken. Herrlich. Und dann wirkt das gleiche doch noch mal deutlich runder. Und sind wir hier eigentlich auch fast schon mit der Blase fertig. Dann machen wir am Ende nur noch ein bisschen Hintergrund. Wieder ein bisschen Unschärfen-Effekt, noch ein paar andere Blasen. Die sollen gar nichts. Ich wollte auch keine mehr machen, die auch sehr detailliert ist, damit die einfach noch mehr zur Geltung kommt, die große. Und jetzt kommt es wieder. Abziehen. Folie abziehen, herrlich. Und das wirkt doch gleich bombig. Also da stand ich dann wieder, geil. So wollte ich es haben. So sieht es geil aus. Eine coole, geile Sache. Was wir losmachen, wir gehen jetzt am Rand links und rechts, wo der letzte Highlight-Punkt ist, nochmal hin und machen da nochmal ein bisschen den Farbverlauf, damit es einfach noch stimmiger aussieht und nicht so abgehackt. Und da habe ich gerade übrigens das Reststück auf meine alte Folie geklebt, damit ich die nochmal benutzen kann. Da ist so viel Material, das lässt sich sicher noch hier oder da mal verwenden. Genau, jetzt ziehen wir nämlich hier nochmal ein bisschen die Highlights raus. Und dann wirkt das noch authentischer und et voilà, Blase fertig. Seifenblas. Ich finde den Effekt einfach mega cool, also da lasse ich mich gerne von euch inspirieren. Das ist schon ziemlich nice geworden. Und jetzt machen wir nachher noch den Hintergrund und da arbeiten wir sehr stark reduziert. Wir machen auch die Blasen, wir deuten sie aber nur an mit einer schönen Entfernung. Machen wir dann eben einen Kreis, füllen ihn ein bisschen aus und geben links und rechts, so wie hier, noch so einen kleinen Punkt als Reflexion hinzu und färben das Ganze dann ein. Und das jeweils nur zweifarbig, damit das eben nicht so extrem aussieht. Und dann haben wir da nämlich noch coolen Effekt, dann wirkt das Bild nicht ganz so, die Blase nicht ganz so verloren da alleine, aber auch nachher nicht zu viel, wenn da detailliertere noch dabei sind. Dann hat man da eigentlich einen ganz coolen Effekt.
gesagt, hier nochmal so leichte kleine Highlight-Punkte. Die könnte man jetzt auch hier ein bisschen mit dem Stift machen, wenn ihr das wolltet. Ich habe da jetzt bloß drauf verzichtet. Aber hier wäre auch der Einsatz des AR Color Stifts eigentlich auch ganz sinnvoll und hilfreich. Aber hier habe ich das eben noch schön mit der Gun gemacht. Um da noch ein bisschen den Farbverlauf noch ein bisschen mitzunehmen. Also gerade so am Rand eben, da sind immer noch so ein bisschen weiße Spiegelungen so. Aber auch hier einfach dezent einsetzen, damit das eben nicht zu krass wird. Und ich habe auch hier drauf verzichtet, eine Sternenschablone zu nehmen. War tatsächlich auf dem Referenzbild so, dass man das tatsächlich so sternförmig gesehen hat, aber hat mir hier einfach nicht gefallen. Hier wollte ich das einfach nicht. Hier wollte ich eben die Lichtquellen nur so haben, weil ich es einfach so, blöd gesagt, einfach realistischer finde. Auch wenn es nicht mal so auf obwohl es nicht so auf Referenzbild ist. Ich fand es einfach irgendwie stimmiger ohne. Deswegen machen wir jetzt auch hier gleich im Hintergrund schon mal die Bläschen und ich melde mich dann gleich wieder.
So, und jetzt haben wir unsere leichten vorgelegten Bläschen schon schön gemacht. Und dann färben wir das Ganze nur noch mit Magenta. Also wir haben Blau, Magenta, Petrolgrün und Gelb benutzt. Und das war dann schon alles. Und so haben wir noch ein bisschen Farbe im Hintergrund, aber eben nichts, was die Show stiehlt für unsere super detaillierte Bläschen in der Mitte. Und das sieht doch so cool aus. Und dann sind wir hier schon am Ende und schaut euch mal das Ergebnis an. Ohne Firnis. Und klar, das Schwarz spiegelt jetzt, weil das Schwarz von der Schminke ist seidenmatt. Das ist schon recht glänzig, aber es wird mit der Firnis, weil das matt ist, dann wieder weggenommen. Das ist jetzt nicht so krass. Also müsst ihr euch keine Gedanken machen, aber sollte man bei der Farbe vielleicht wissen. Aber das sieht doch schon bombastisch mit der Farbe aus. Also ich war wirklich, wirklich begeistert und finde es auch wirklich, wirklich cool. Und hier sieht man einfach schön das Rot, das Grün, Magenta, einfach die ganze Farbkompositionen sind hier einfach so cool. Es hat so einen coolen Effekt. Und das hat wirklich viel Spaß gemacht und es freut mich einfach. Und wenn euch das Video auch so viel Spaß gemacht hat, das Tutorial, dann lasst mir gerne einen Daumen da, ein Like, ein Abo, einfach den ganzen Kladderadatsch, den ihr kennt. Und ihr könnt mich natürlich auch gerne finanziell unterstützen. Ein Nice to have, aber kein Muss. Dafür alle Infos in der Infobox via PayPal oder Patreon. Und dann, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ihr wart ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei geblieben seid. Und dann wünsche ich euch wirklich viel Spaß beim Nachmalen und viel Spaß beim Airbrushen. Reingehauen.